Guten Morgen und damit willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir sind gestern mit Jimmy den ganzen Tag durchgefahren und das heißt, wir befinden uns heute in Hamburg und geben Jimmy am Hafen ab. Es ist der große Tag, wo Jimmy abgegeben wird für die Verschiffung und euch nehmen wir da natürlich mit. Wir hatten noch ein kleines Frühstück und jetzt sind wir unterwegs zum Hafen. Es sind, glaube ich, etwa 5 Minuten. Der Schlafplatz war gleich in der Nähe und ja, ich würde sagen, wir sind ein bisschen aufgeregt. Es ist eine große Sache, aber so im Vorbeifahren sehen wir schon ganz viele Container und man sieht ja hier das viele Wasser, also von der Elbe, so die Kanäle und das ist schon richtig cool. Also wir freuen uns. Wir sind am Hafen angekommen und man hört es wahrscheinlich im Hintergrund. Es ist ganz schön laut. Hier fahren LKWs mit den Containern und wir stehen auch direkt am Terminal. Also ist hier wirklich buntes Treiben. Das hilft nicht gerade mit unserer Aufregung, die wird dadurch nur noch mehr gesteigert. Aber ja, wir freuen uns. Wir machen jetzt auch den Van fertig. Wir müssen die Fenster zumachen, die Türen zumachen, alle unsere Sachen rausholen, die noch übrig sind. Und dann treffen wir auch bald schon auf Ricardo. Er ist der Inhaber von Overlander Shipping, dem Spediteur, mit dem wir die Verschiffung machen. Und ja, also wir haben ein richtig gutes Gefühl, wir haben vollstes Vertrauen in ihn, denn ja, mit ihm haben wir einen sehr persönlichen Kontakt, das ist natürlich sehr angenehm und er verschifft auch weltweit, also ist das natürlich ein Vorteil, wenn man so ein bisschen in die Zukunft denkt. So, jetzt machen wir aber den Van fertig und ja, ich glaube, den weiteren Prozess erklärt er dann am besten selbst. Ja, sehr gut, perfekt. Wir haben uns soeben mit Ricardo getroffen, der hat mir gleich die Weste gegeben. Ja, die brauchen wir nachher, um da reinzugehen. Ja, jetzt als allererstes alles fertig machen und ja, dann geht's gleich los. Ja, die Hecktür ist gesichert, da kommt niemand mehr rein. Wir sichern noch die Schiebetür und ja, dann kommt noch die Wand rein und das wär's dann. Ja. Hi, servus, ich bin Ricardo von Overlander Shipping. Wir sind Spediteure für Reisemobile, spezialisiert auf Reisemobile. Das heißt, wir verschiffen eure Reisemobile weltweit und kümmern uns auch um die Organisation, um die Abwicklung, sowohl im In- als auch im Ausland. Heute sind wir hier bei Roberto und Jesse am Hafen in Hamburg, am HHLA Terminal Ostwaldkai, auch Unikai genannt. Und ja, wir haben jetzt schon alles vorbereitet soweit. Stehen jetzt hier, haben eine Nummer gezogen, warten bis wir drankommen. Dann gehen wir einmal hoch in den ersten Stock, melden uns an und dann fährt Roberto sein Fahrzeug in den Hafen. Im Hafen wird das Fahrzeug sich nochmal angeschaut von den Mitarbeitern. Die machen einen Car Condition Report und nehmen mal Fotos von außen auf, für sich intern. Und dann wird das Fahrzeug abgeschlossen und dann sind wir schon fertig. Da geht's auf die Reise.
Buzzer hat jetzt gerade richtig laut angefangen zu piepen und zu vibrieren. Das heißt, es ist Robertos Einsatz. Er fährt jetzt mit dem Van in den Terminal rein. Ich darf leider nicht mitkommen, es darf nur der Fahrer rein. Aber ja, ich hoffe, er kommt einfach bald wieder. Da unser Van zu hoch für den Container ist, wird Jimmy im Ro-Ro-Verfahren verschifft. Er wird so mit dem Schlüssel im Hafen abgegeben und Hafenmitarbeiter bringen ihn jeweils auf das Schiff und wieder runter. Das spart zwar auch Geld, doch das macht die Sicherheitsvorkehrungen nötig, da der Van somit leichter zugänglich ist. Bis wir Jimmy wieder bei uns haben, verfolgen wir seine Reise virtuell. In der Zwischenzeit haben wir nämlich einen Tracking-Link für das Schiff erhalten und so sehen wir jederzeit, wie die Reise aktuell gerade verläuft. Fahrzeug abgegeben und ja, jetzt geht's noch kurz zu Ricardo. Oder? Ins Büro? Jimmy ist weg und er ist ganz allein im Hafen. Naja, nicht ganz allein, er hat eigentlich Freunde da, aber das ist so ein komisches Gefühl. Es kann ja immer was passieren, aber da hat man das Gefühl, dass man die Kontrolle hat, wenn man mit Jimmy unterwegs ist. Aber jetzt so im Hafen mit dem Schiff, das ist schon, naja, aber es wird gut gehen, es muss einfach. Und ja, wir gehen jetzt nochmal ins Büro von Ricardo, klären dann nochmal alle restlichen Details und dann geht's für uns weiter. Als Spediteur für Touristen, für Reisemobile ist es mir sehr wichtig, dass die Menschen, die mit uns verschiffen, die Reisenden gut bedient sind. Also es fängt an mit dem Service, dass die Leute wissen, wo ihre Anlaufstellen sind, was auf sie zukommt. Die Fahrzeugvorbereitung ist wichtig, was muss ich beachten, wenn ich mein Fahrzeug anliefere. In Hamburg begleiten wir die Leute persönlich in den Hafen, sind hier behilflich, geben mir auch die letzten Tipps. Alle anderen Ziele haben wir extra Checklisten mit Informationen, die wichtig sein können. Ein anderer Punkt, was mir auch sehr am Herzen liegt, ist, dass der Reisende gut betreut ist, das heißt auch mit Kommunikation. Also wenn man im Ausland ist oder es irgendwelche Sprachbarrieren gibt oder irgendwelche Komplikationen, bin ich auch immer bereit und abrufbereit auf dem Handy. Man kann uns immer erreichen, wir kümmern uns darum. Das ist wichtig, dass sich jemand darum kümmert und dass man das Auto einfach nur sorgenfrei abgeben kann und dann im Zielhafen auch wieder sorgenfrei abholen kann. Ja, die Ziele, wir verschiffen weltweit, das ist ganz wichtig, dass man da gut aufgestellt ist, dass man dem Reisenden viele Routen oder mögliche Routen anbieten kann. Also wir machen ganz normal unsere Hotspots, wenn es um die Panamerikaner geht, fangen wir gerne oben an von Halifax bis runter nach Feuerland, auch dann mit der Umgehung des Darien Gaps, genauso wenn jemand in Uruguay anfangen möchte, ist fast alles möglich. Also im Container sowieso können wir sehr viel darstellen an Routen. Ro-Ro sind die Routen meistens begrenzt, weil es immer in eine Richtung geht. Einige Fahrtgebiete geht es auch wieder zurück. Aber wir sind da sehr, sehr flexibel, auch wenn man einmal verschifft hat und man möchte von unterwegs aus kurz die Route ändern und von woanders zurück. Die Möglichkeit haben wir. Also wir sind nicht auf Europa begrenzt, das möchte ich sagen, sondern wir verschiffen auch also außerhalb zwischen anderen Kontinenten. Ne? Das Beispiel, wenn jemand von Südamerika nach Südafrika möchte oder was wir auch haben, Afrika auf diese saudi-arabischen Halbinseln, das können wir alles darstellen. Fragt mal an, schreibt uns eine Anfrage über unsere Webseite. Gerne senden wir euch ein Angebot, ein individuelles Angebot und für Fragen sind wir auch immer telefonisch erreichbar. Tschüss! Tschüss. Danke nochmals! Bis dann! So. Ja, das war's jetzt. Jimmy ist in guten Händen.
Ja. Für uns geht es jetzt weiter. Wir verbringen jetzt 2 Wochen, 10 Tage Ja. mit Familie. Wir möchten nochmal die sizilianische und Schweizer Familie besuchen. Wir sehen uns aber wieder in Halifax, glaube ich, oder? Und Ja. wir verlinken euch alle Sachen unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr alle Kontakte zu Ricardo. Ja, Und wir sehen uns. in Halifax. Und das heißt wahrscheinlich erst eine Woche später. Wir Genau. wissen nicht genau, wann das nächste Video rauskommt. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.